Na, willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und heute haben wir ein Thema, das wirklich jedem passieren kann, der ins Ausland reist. Zollkontrolle. Habt ihr schon mal am Flughafen gestanden und nicht gewusst, was ihr sagen sollt? Heute üben wir genau das. Mit Peter, der gerade eine interessante Reise hinter sich hat. Peter, schön, dass du da bist. Hallo Adele! Ja, ich bin gerade erst aus meinem Urlaub zurückgekehrt und ich muss sagen, der Zoll war diesmal wirklich eine Erfahrung. Ich hatte ein paar Dinge dabei, die ich hätte anmelden sollen, aber fangen wir von vorne an. Das klingt spannend. Bevor wir zu deiner Geschichte kommen, erkläre doch mal kurz, was bedeutet eigentlich Zollanmeldung? Viele unserer Zuhörer wissen vielleicht nicht genau, was das ist. Sehr guter Punkt. Also, wenn man aus einem anderen Land nach Deutschland einreist, muss man bestimmte Waren beim Zoll anmelden. Das bedeutet, man sagt den Zollbeamten, was man dabei hat. Zum Beispiel, wenn man teure Dinge gekauft hat, viel Bargeld mitbringt oder bestimmte Lebensmittel oder Tiere dabei hat. Es gibt Grenzen, sogenannte Freigrenzen. Wenn man mehr als diesen Wert dabei hat, muss man Steuern bezahlen. Ah, verstehe. Und was passiert, wenn man etwas nicht anmeldet, obwohl man es sollte? Das ist bestimmt eine wichtige Frage für viele Zuhörer. Das kann teuer werden. Man kann eine Geldstrafe bekommen oder die Waren werden einfach beschlagnahmt. Es lohnt sich wirklich nicht, unehrlich zu sein. Der Zoll macht das nicht zum Spaß. Das sind gesetzliche Regeln, die man befolgen muss. Gut zu wissen. Also was hattest du dabei, Peter? Was musste angemeldet werden? Also, ich war in Japan. Ein wunderschönes Land übrigens. Und ich habe einige Souvenirs gekauft. Mehrere Elektronikgeräte, eine teure Uhr für meine Frau und natürlich jede Menge japanische Süßigkeiten und ein paar Flaschen Sake. Und dann hatte ich noch etwas Bargeld dabei, mehr als ich gedacht hatte. Oh, das klingt nach einer langen Liste. Und wie bist du dann zur Zollkontrolle gegangen? Hast du den roten oder den grünen Ausgang genommen? Aha, das ist eine wichtige Frage. Am Flughafen gibt es meistens zwei Ausgänge, den grünen und den roten. Der grüne Ausgang ist für Reisende, die nichts anzumelden haben. Der rote Ausgang ist für alle, die etwas anmelden müssen. Da ich wusste, dass ich Dinge anmelden muss, bin ich natürlich zum roten Ausgang gegangen. Sehr klug und ehrlich von dir. Habt ihr, liebe Zuhörer, schon einmal diesen roten Ausgang genommen? Oder habt ihr immer den grünen genommen, weil ihr unsicher wart? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt, Peter, wie lief das Gespräch mit dem Zollbeamten ab? Erzähl uns, was gesagt wurde, damit unsere Zuhörer auch mal hören, wie so ein Gespräch auf Deutsch klingt. Also ich bin zum Schalter gegangen und der Zollbeamte hat mich freundlich begrüßt. Er sagte: „Guten Tag, haben Sie etwas zu verzollen?“ Und ich habe geantwortet: „Ja, ich habe einige Waren dabei, die ich anmelden möchte.“ Dann hat er mich gebeten, meinen Reisepass vorzuzeigen und die Zollerklärung auszufüllen. Moment mal, was ist eine Zollerklärung? Darf ich kurz erklären, für alle Zuhörer, die das nicht kennen? Aber natürlich, Adele, eine Zollerklärung ist ein Formular, auf dem man aufschreibt, was man dabei hat und wie viel es wert ist. Man bekommt dieses Formular meistens schon im Flugzeug, bevor man landet. Und wenn man es nicht ausgefüllt hat, kann man es auch am Flughafen noch bekommen. Perfekt erklärt. Und was ist dann als nächstes passiert? Hat der Beamte deine Sachen kontrolliert? Ja, der Beamte hat sich alles genau angeschaut. Er hat gefragt: „Was befindet sich in Ihrem Gepäck?“ Und ich habe ihm alles erklärt. Die Elektronikgeräte, die Uhr, die Lebensmittel und das Bargeld. Er war sehr professionell und hat alles notiert. Das klingt ziemlich stressig. Habt ihr, liebe Zuhörer, schon mal erlebt, dass euer Gepäck kontrolliert wurde? Schreibt es uns in die Kommentare. Jetzt, Peter, wie hoch waren denn die Zölle, die du bezahlen musstest? Also für die Elektronikgeräte und die Uhr musste ich tatsächlich Einfuhrsteuer bezahlen, weil der Gesamtwert über der Freigrenze lag. Die Freigrenze für Reisen aus Nicht-EU-Ländern beträgt in Deutschland 430 Euro, wenn man per Flugzeug einreist. Alles darüber muss versteuert werden. Interessant. Und was ist mit dem Bargeld? Ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass man auch Bargeld anmelden muss. Genau das ist ein häufiger Fehler. Wenn man mehr als 10.000 Euro Bargeld dabei hat, muss man das beim Zoll anmelden. Ich hatte zum Glück nicht ganz so viel, aber es war trotzdem gut, dass ich ehrlich war. Der Beamte hat mir erklärt, was die Regeln sind. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Aber jetzt bin ich neugierig. Was passiert mit den Lebensmitteln und dem Sake? Kann man die einfach so mitbringen? Gute Frage.
Bei Lebensmitteln gibt es strenge Regeln, besonders wenn man aus Ländern außerhalb der EU einreist. Bestimmte Produkte wie Fleisch oder manche Früchte darf man gar nicht einführen. Bei Alkohol gibt es Mengenbeschränkungen. Ich durfte meinen Sake behalten, weil ich nicht mehr als die erlaubte Menge dabei hatte, aber der Beamte hat es genau überprüft. Also müssen unsere Zuhörer, die planen, aus einem anderen Land einzureisen, wirklich gut informiert sein, bevor sie reisen. Apropos, wie kann man sich am besten vorbereiten, Peter? Am besten schaut man vorher auf die offizielle Website des deutschen Zolls nach. Dort sind alle Regeln erklärt, was man anmelden muss, was verboten ist und wie hoch die Freigrenzen sind. Man kann auch die Zoll-App nutzen. Und ganz wichtig, man sollte immer Kassenzettel oder Rechnungen für teure Einkäufe aufbewahren. Der Beamte möchte manchmal den genauen Wert wissen. Super Tipp. Das mit den Kassenzetteln ist wirklich Gold wert. Ich hätte nicht daran gedacht. Und noch etwas. Wie war die Atmosphäre bei der Zollkontrolle? War der Beamte freundlich? Ja, er war sehr professionell und freundlich. Ich glaube, wenn man ehrlich ist und ruhig bleibt, ist die Zollkontrolle gar nicht so schlimm. Der Beamte hat mir sogar einen Tipp gegeben. Wenn Sie das nächste Mal reisen, empfehle ich Ihnen, eine Liste mit allen gekauften Waren vorab zu erstellen. Das fand ich sehr hilfreich. Das ist schön zu hören. Ehrlichkeit zahlt sich also wirklich aus. Habt ihr, liebe Zuhörer, noch Fragen zum Thema Zoll? Was würdet ihr gerne mehr darüber wissen? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf euren Input. Und denkt daran, das Ziel ist nicht, euch zu belasten, sondern sicherzustellen, dass alle Regeln fair eingehalten werden. Wenn ihr das nächste Mal reist, seid ihr jetzt gut vorbereitet. Aber Adele, darf ich noch eine Sache erwähnen, die ich beim Zoll gelernt habe? Natürlich, Peter, was hast du noch gelernt? Ich habe gelernt, dass man auch Pflanzen und Samen anmelden muss, wenn man sie aus bestimmten Ländern mitbringt. Das war mir völlig neu. Manche Pflanzen können nämlich lokale Ökosysteme schädigen, wenn sie aus dem Ausland eingeführt werden. Ich hatte ein kleines Päckchen Bambussamen dabei, die mir fast abgenommen worden wären. Oh, das ist wirklich überraschend. Also nicht nur Waren und Geld, sondern auch Naturdinge wie Pflanzen und Samen. Das zeigt, wie komplex das Thema Zoll eigentlich ist. Liebe Zuhörer, ich habe eine Frage an euch. Habt ihr schon einmal etwas Ungewöhnliches mit nach Hause gebracht, das ihr anmelden musstet? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, das würde mich auch sehr interessieren. Und jetzt noch ein praktischer Tipp für alle, die gerade Deutsch lernen. Es ist sehr hilfreich, sich die wichtigsten Wörter und Ausdrücke rund um den Zoll einzuprägen. Zum Beispiel, ich habe etwas zu verzollen, bedeutet I have something to declare. Die Zollerklärung ist the Customs Declaration. Die Freigrenze bedeutet Duty-Free Allowance und die Einfuhrsteuer ist Import Tax. Wunderbar. Das sind wirklich nützliche Vokabeln. Ich möchte noch einige weitere Ausdrücke hinzufügen. Bitte öffnen Sie Ihr Gepäck bedeutet Please open your luggage. Haben Sie etwas zu verzollen? Ist Do you have anything to declare? Und bitte zeigen Sie mir Ihren Reisepass heißt Please show me your passport. Perfekt. Ihr seht, liebe Zuhörer, Deutsch lernen kann man auch durch alltägliche Situationen. Die Zollkontrolle ist ein tolles Beispiel, weil man dort ganz klare, praktische Sätze braucht. Und wenn man diese Sätze kennt, fühlt man sich viel sicherer. Absolut. Und das ist ja genau das Ziel von Wow Spoken German, euch praktisches Deutsch beizubringen, das ihr wirklich im Alltag brauchen könnt. Aber Peter, ich möchte noch einmal auf deine Geschichte zurückkommen. Was hat dich bei der Zollkontrolle am meisten überrascht? Das Überraschendste war eigentlich, wie schnell alles ging. Ich hatte erwartet, dass es ewig dauern würde, aber der ganze Vorgang war in etwa 20 Minuten abgeschlossen. Der Beamte war effizient und klar in seinen Fragen. Ich musste die Steuer direkt vor Ort bezahlen, bar oder mit Karte, das war möglich. Oh, das ist gut zu wissen. Man kann also direkt vor Ort bezahlen. Das beruhigt sicherlich viele, die sich fragen, was danach passiert. Und hast du alle deine Sachen behalten dürfen oder wurde etwas konfisziert? Alles durfte ich behalten, da ich alles korrekt angemeldet hatte und die entsprechenden Steuern bezahlt habe. Nur wenn man etwas Verbotenes oder nicht Angemeldetes dabei hat, können Waren eingezogen werden. Da ich von Anfang an transparent war, verlief alles problemlos. Das ist wirklich ein gutes Beispiel für alle. Vorbereitung, Ehrlichkeit und Ruhe, das sind die 3 Schlüssel zu einer reibungslosen Zollkontrolle. Jetzt möchte ich noch etwas Lustiges fragen, Peter. Hattest du auch irgendwelche unerwarteten Momente bei der Zollkontrolle? Oh ja,
Als der Beamte meine Tasche geöffnet hat, kam als erstes mein riesiger Vorrat an japanischen Gummibärchen heraus. Der Beamte hat gelacht und gefragt, ob ich wirklich so viele Gummibärchen brauche. Ich habe erklärt, dass die für meine Kinder und Kollegen sind. Er hat es dann durchgewunken. Das ist herrlich. Kleine Geschenke für Freunde und Familie sind meistens kein Problem, solange man im Rahmen der Freigrenzen bleibt. Ich glaube, das beruhigt viele Zuhörer, die sich Sorgen machen, ob kleine Souvenirs ein Problem sein könnten. Absolut. Die meisten Reisenden haben ja ganz normale Dinge dabei. Es sind wirklich nur die größeren Werte oder verbotenen Waren, bei denen man aufpassen muss. Und wie gesagt, Vorbereitung ist alles. Stimmt genau. Und jetzt, liebe Zuhörer, haben wir eine kleine Übung für euch. Stellt euch vor, ihr kommt gerade aus einer langen Reise zurück und ihr habt folgende Dinge dabei: ein neues Smartphone im Wert von 600 €, eine Flasche Wein und 5.000 € Bargeld. Schreibt in die Kommentare, was ihr anmelden würdet und was nicht. Das ist eine tolle Möglichkeit, das Gelernte zu üben. Was für eine tolle Idee, Adele. Das ist Deutschlernen in der Praxis. Und denkt daran, es gibt keine falschen Antworten, nur Lernmöglichkeiten. Wir lesen alle eure Kommentare und antworten so oft wir können. Genau. Wenn ihr möchtet, dass wir bestimmte Themen rund ums Reisen oder den Alltag auf Deutsch besprechen, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wow Spoken German ist für euch da. Ja, euer Feedback ist uns sehr wichtig. Vergesst nicht, Sprache lernt man am besten durch echte Gespräche und echte Situationen, genau wie diese hier. Wunderbar gesagt. Und bevor wir uns verabschieden, lass mich noch eine letzte Frage stellen, Peter. Würdest du sagen, dass die Erfahrung beim Zoll dich etwas gelehrt hat? Nicht nur für die nächste Reise, sondern auch im Allgemeinen. Definitiv. Es hat mir gezeigt, dass Ehrlichkeit und Vorbereitung wirklich den Unterschied machen. Und ich habe gelernt, dass es sich lohnt, die Regeln zu kennen, nicht nur beim Zoll, sondern überall im Leben. Außerdem war es eine gute Erinnerung daran, dass Beamte auch nur Menschen sind, die ihren Job machen. Freundlichkeit auf beiden Seiten macht alles einfacher. Schön gesagt. Und ich denke, das ist eine Lektion, die für uns alle gilt. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit heute. Ihr seid tolle Zuhörer und Lernende. Denkt daran, jeden Tag ein kleines bisschen Deutsch und schon bald werdet ihr euch viel sicherer fühlen. Dem schließe ich mich vollständig an. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und übt so viel ihr könnt. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine neue Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Wow Spoken German. Bleibt fleißig und vergesst nicht zu kommentieren. Wir freuen uns immer auf euch.